Ja, ich bin die Lorena und wir befinden uns hier in Ortigia, Provinz von Siracusa, in una chiesa sconsacrata, wo mein Studio ist, die Gesù e Maria. Ich habe dieses große Glück, dass ich hier mich kreativ entfalten darf und dank dieser Location hat sich im Schnellgang sehr viel entwickelt. Zur Kunst hat mich eigentlich ein Moment, wo ich auf einer Reise war bei meiner spirituellen Schwester Alina, wo auch Künstlerin ist. Ich war bei ihr in Bali auf Besuch und wir hatten dort das große Thema über Kinder, keine Kinder, Stress und viele Situationen und ich wusste nicht genau, wie diese meistern. Und dann war dort eine Leinwand, die zeige ich euch danach, eine kleine. Und die Alina hat gemeint, weißt du was, Lorena, mal doch einfach. Dann habe ich gesagt, ich malen? Nein. Sie so, doch. Und ich habe angefangen zu malen und habe nie mehr aufgehört. Mein erstes Bild. So hat alles angefangen und ich denke auch, die Farbwahl hat mir sehr geholfen in dieser dunklen Zeit. Und so hat es angefangen mit diesen Sternschnuppen, Restgänge. So sehe ich das. Ist ich male immer vor allem mit Acryl und benutze gerne Materialien wie Staub vom Marmor, Zement. Ich habe sehr viel Zement von der Kirche, als die renoviert wurde. Das sieht man dann, kann ich euch auch zeigen, wo runtergefallen ist. Das habe ich wieder mit Zement gemixt, dass es mehr Kraft bekommt, das Bild, und das hat es auch. Ja, in dieses Bild, das ist auch 2 Jahre her, aber in diesem Bild, wenn man genau hinsieht, ist hier eine Nase, der kleine Mund, das Kinn, die Krone und den Körper und so das Auge, so ein Aliengott, griechischen Aliengott. Aber den habe ich ja nie gemalt, der ist von alleine gekommen. Da war es mir bewusst, dass das ein kraftvolles Bild ist. Es spricht ja schon von sich, von diesem neuen Urwelt, die sich öffnet mit Energie und Codes. Das ist ja ein großes Thema bei mir, Codes. Und mit den verschiedenen Transit, wenn man ja will, ist ja hier wieder ein Gesicht, die Augen, die Nase, den Mund, auch wieder so der Kopf. Wenn man reinschaut und sich ein bisschen rein verliert, findet man verschiedene Messages. Eigentlich hat es ein bisschen so angefangen. Ich wollte etwas Spezielles vermitteln, aber hatte noch nicht den Schlüssel gefunden. Aber dieses Bild hat bestimmt viel ausgelöst. Das ist das Firmenbild von Piacenza und dieses Bild hat etwas Spezielles drin, außer die Materialien aus Kaschmir, wo die Firma ja benutzt, weil Piacenza produziert in Biella Kaschmir, hat sie drin ihre eigenen Firmencodes. Das ist die Geschichte, die ich auf der Lehren Canvas integriere.
Und ich schreibe die auf der Canvas. Und diese Codes, die kommen nicht von mir, sondern die kommen von der Firma selber und von dem, der mir der Auftraggeber ist. Jeder Code ist anders, jeder Firmencode ist anders, jede Geschichte ist anders. Das ist sehr persönlich und individuell. Jetzt, wenn ich die dann reinschreibe, muss ich natürlich bestätigen, dass die auch wirklich in dieser Leinwand sind. Ich beschrifte die Leinwand mit gewählten Codes. Wenn ich das beschriftet habe, fotografiere ich diese Codes und die ersten 2 Prozesse, wenn ich anfange, darüber zu malen. Und aus diesen kreiere ich NFT-Codes. Das heißt, die NFT-Codes sind auch in dieser Leinwand. Und natürlich bekommt der Auftraggeber dann diese Zertifizierung und seine eigenen Codes in NFT von mir. Diese Codes hat nur er oder es können 2 Auftraggeber sein, einfach nur die Auftraggeber. Die hat er dann. Und was er damit macht, ist ganz ihm überlassen. Ob er die jemals wird publizieren oder niemals oder geheim behalten wird oder vom Vater zum Sohn oder vom nächsten Firmeninhaber oder vom Mann zur Frau oder Eltern zu Kindern, das weiß ich nicht. Das ist bei jeder Leinwand anders, aber die sind einfach hier. Niemand kann die sehen. Daher bekommt dieses Bild auch eine einzigartige Emotion, seine eigene Geschichte. Und das Samen dafür legt der Auftraggeber. Ich nähere mich davon und entwickle, was ich dann spüre als Kunst mit diesen Codes. Was einfach ganz klar ist, und das ist mit jedem Auftraggeber auch so vereinbart, man kann nicht wählen, wie dieses Bild aussehen soll oder darf oder muss, sondern es ist das Einzige, was wir abmachen können, ist, welche Farbwahl, Ton du magst oder welche Farbtonwahl du nicht magst. Alles wird von Anfang an definiert, vereinbart und so auch dann eingehalten. Der erste Kontakt ist ja der schwierigste, nicht die Abgabe, sondern die Annahme wegen den Codes, weil das ist ja sehr intim. Wenn ich die Bilder übergebe, ist es ein bisschen schwer, dass ich dabei bin, weil ich habe Kunden in Mexiko, in der Schweiz und ich verschicke die dann. Die bekommen immer nur einen ganz kleinen Teil als Fotografie bevor. Alles andere haben die keine Ahnung, was sie erhalten. Es ist so wie bei Weihnachten, die packen aus und lass dich mal überraschen. Aber die Emotion, die ist einzigartig, weil es natürlich ein Prozess. Bevor du die Codes angibst, arbeitest du ja schon mit dir selber. Du musst dich mit dem identifizieren, was du auch hinterlassen möchtest. Das heißt, es gibt Firmen, aber es gibt auch Privatpersonen und da fängt es schon bei dir selber an. Und dann überlegst du und es wirkt einfach am Anfang, aber es hat doch seinen Tiefgang. Und die meisten fragen dann immer, das kommt, du kannst mir nicht ein paar Fragen sagen, ich wusste ganz viel was sagen, aber jetzt, oder andere sind ganz bestimmt, die wissen es ganz klar, da höre ich nichts, da bekomme ich ein Mail und andere sind sehr lang, andere sind sehr kurz, aber es ist ein Prozess schon, bevor er anfängt. Und wenn ich es dann in der Leinwand eintrage und schreibe, brauche ich meine Zeit. Ich kann fast nie sofort darauf malen. Ich lasse das dann hier im Studio und dann plötzlich macht es Klick. Dann hat es sich wie genährt. Es ist wie voll, die Leinwand hat das wie aufgesaugt und dann weiß ich und dann überlege ich auch nicht mehr.
Da male ich einfach. Und wenn ich nicht zufrieden bin oder nicht, es gibt dann so wie es ist gut. Bis dieser Moment nicht kommt, kann ich auch nicht die Leinwand verschicken, aufhören zu malen. Das ist einfach ein langer Prozess. Aber die Leinwand, die nährt sich davon. Und wenn das dann kommt, dann geht das. Ja, dann geht es schnell, dann gibt es Gas. Und dann kommen ab und zu auch verschiedene Evolutionen von Bildern. Das war bevor ein anderes Bild, total. Das habe ich dann nach Apulien geschickt, wo ich einen Preis gewonnen habe als Künstlerin. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Und der Kunde, der wartet ja schon darauf. Ich habe das von Pulien wieder nach Sizilien kommen lassen, habe drüber gemalt und jetzt weiß ich, der kann das gerne haben. Und dann ist für mich auch okay, dann spreche ich auch nicht mehr darüber. Aber was ich weiß, ist es, wenn es der Kunde bekommt mit seinen Codes, der sieht, es ist wie wenn du dich verliebst in eine Person. Dann siehst du ja nicht die Schönheit, wo nur nach außen ist. Du siehst es in der Bewegung, in einem Lachen, in einer Form. Du siehst viel tiefer in diese Person rein. Und das Gleiche ist mit dem Bild. Der Samen ist vom Auftraggeber. Wenn er das sieht, seine Emotion ist hier, die ist für immer festgehalten. Und das spürt nur er. Andere können das sehen und sagen, ja doch, es hat Kraft, ist schön, aber was er empfindet und sein Geheimnis, das ist einzigartig. Nur er weiß es. Nur er, niemand. Ich unterschreibe auch einen Vertrauenswürdigkeitsvertrag, sagt man das so auf Deutsch? Ja. Gut. Das wird auch unter Geheimhaltungsvertrag, Entschuldigung, von viel Italienisch sprechen. Aber das unterschreibe ich auch und das muss auch so sein, weil es gibt wirklich sehr viele intimen Sachen, die drinstehen und geheime Sachen. Und das ist auch gut so. Und das soll auch so sein. Ja. Das einfach das Revolutionäre daran ist, als ich die ersten NFT gesehen habe, das hat mir schon gefallen. Aber ich male sehr gerne und habe ich gedacht, das eine schließt ja nicht das andere aus. Und das ist ja eine Parallelwelt und wir alle in unserem Kopf sind ja eine Welt. Da habe ich gedacht, ja, aber NFT, Computer, das geht bei mir nicht so gut, leider, das schaffe ich einfach nicht. Aber sie gefällt mir, diese Welt. Und was natürlich gekommen ist mit dem anderen Bild, wo ich euch ja gezeigt habe, ich habe gespürt, ich möchte was Einzigartiges machen, wo nicht nur mit der Fassade zu tun hat. Das war mir einfach sehr wichtig, weil ja, ihr könnt diese Kunst schön finden und andere nicht, das ist auch okay. Für mich ist meine Emotion, mein Moment, mein kreativer Prozess, aber ich möchte nicht nur für das beurteilt oder verurteilt werden. Es ist okay, dass es jemand mag oder nicht, aber ich möchte auch etwas schenken, wofür immer uns verbindet. Und das ist das Geheimnis. Vertrauen ist ein großes Thema auf dieser Welt, ne? Und das ist dort drin. Und ich bekomme einen Teil von der Energie. Und es ist einfach der erste Samen, ist gesetzt mit den Codes. Und das denke ich, wo das gekommen ist hier in der Kirche, ich habe überlegt und ich habe gebetet und habe gesagt, ja, meditiert, gebetet und habe gesagt, ja, was kann ich machen, wie kann ich das? Und alle haben so in dieser Zeit auch über Metaverse und NFT und ich war schon angetan, aber dann habe ich gesagt, weißt du was, plötzlich macht es BAM. Das könnte es ja sein. Das kann ich machen und das passt und das bin ich und das ist einzigartig und so kann ich diese neue Technologie umarmen und für mich hat es so Platz gefunden. Natürlich darf er dann auch sein Bild fotografieren und den NFT-Codes verkaufen, aber das soll dann der Inhaber machen. Ja, seine Entscheidung. Ich gebe einfach die NFT-Codes ab, seiner Codes.
Ja, es gibt diese Zahlen, die faszinieren mich auch. Es gibt auch Menschen, die wollen nur Zahlencodes, was auch immer das heißt. Aber Zahlen, ich mache 11 Bilder pro Jahr. Das ist, weil ich arbeite nur auf Kommission, weil für meine Form von Kunst kann ich einfach nicht vorher malen, weil ich brauche diese Codes. Und das macht ja auch das Bild aus. Aber in mir bewegt sich auch viel und die Verwandlung und die Verwirklichung von mir selbst mache ich auch mit meinen eigenen Codes. Ich habe auf dieser Leinwand alles beschriftet. 2 verschiedene Geschichten, aber alles beschriftet. Und Codes heißt nicht, dass es etwas bedeuten oder eine Linie oder eine Art sein muss. Es kann auch einfach deine Emotionen, deine Vibrationen, deine Gedanken, deine Glaubensgänge, deine Wünsche, deine Visionen. Sprich, es gibt keine Art, was ein richtiger Code ist. Aber meine Codes, und von denen mache ich immer nur 11 pro Jahr. Wieso 11? Ja, das ist einfach meine Zahl, die mich begleitet. 11, 22, 33, 44. Ich mag einfach das so und auch so sind die Preise meiner Bilder. Immer alles in einer Form von Zahlen. Und wenn ich das aber mache mit meinen eigenen Codes, weil ich habe auch gelernt, dass ich meine Kunst sind ja wie meine Kinder, die muss ich ja dann auch gehen lassen, schreibe ich auch ein Message für den zukünftigen Inhaber dieser Leinwand. Und das hat nur er. Und nachdem ich all meine Codes hier reingeschrieben habe, erst danach schreibe ich für ihn. Ich kann das oder sie. Ich kann das nicht vorher, weil dann weiß ich gehe jetzt in den kreativen Prozess. Und dann weiß ich, dieses Bild ist schon bestimmt für jemand. Und dann schreibe ich, was ich fühle, auch ohne groß darüber nachzudenken. Dann schreibe ich, fotografiere und vergesse es. Kreiere einen NFT-Code und der Inhaber und ich haben dann den NFT-Code. Das ist das Einzige, wo ich zum Beispiel den NFT-Code teile. Oder ich mache jetzt zum Beispiel mit einem internationalen DJ auch ein Bild, wo seine ganze Lebensgeschichte drin steht. Und da hat dann er und der Käufer den NFT-Code. Das gibt es auch, Zusammenarbeiten zwischen Künstler, andere Künstler, auch Firmen, die vielleicht mit ihren Aktionären, das kann ich nicht sagen, die teilen, wie das geteilt wird. Das kann man alles machen. Das ist das Tolle an NFT-Codes. Du kannst das Infinity, never oder einfach nur einmal teilen. Und das ist das Interessante. Und diese 2, wenn man da dann auch schön hinschaut, entdeckt man auch das Auge. Das ist auch etwas, wo für mich sehr wichtig ist. Ich denke, das ist der Spiegel unserer Seele und ein tieferer Tiefgang. Ich hatte lange Probleme mit meinen Augen. Ich danke auch meinem Schweizer Kunde. Der hat mich gerettet. Der ist ein Augenoptiker, Augenarzt, Entschuldigung. Der arbeitet in dieser Klinik. Und ich hätte fast meine Augen operiert mit Laser. Der hat gesagt, nein, rote Liste, das geht bei dir gar nicht. Und ich habe erst dann verstanden, obwohl ich fast nichts gesehen habe, ich habe ja -5 und +5, und da haben wir gesagt, ich will alle deine Bilder, bevor du mit Kontaktlinsen umgehen kannst. So haben wir es auch gemacht. Aber ich habe erst dann verstanden, wie wichtig und was es uns alles schenken kann, das Auge. Und in der Emotion. Und jetzt, wo ich sehr gut sehe, ich habe lange gebraucht, das zu akzeptieren. Weil ich habe am Anfang nur geweint. Ich habe mich angeguckt und auch nicht wirklich die Leute erkannt. Und alles war zu viel. Ich meine, vorher war es einfach meine Fantasiewelt. Und jetzt ist es die Tatsache, und das ist doch auch beim Malen ein neuer Prozess. Und, aber es hat
es hat viel mir gegeben, das neue Augenlicht. Das hat mir viel geschenkt und ich kann auch mehr aufnehmen und ich male auch anders. Das ist wirklich so. Da hat er recht, du wirst anders malen. Dieses Bild hat eine spezielle Urkraft. Das ist sehr spannend, weil wenn eine Mutter für seine Familie und für seinen Geliebten Codes hinterlässt, ist der Prozess, wo bei einer Mutter abgeht, sehr, sehr tief. Über was ich staune, ist immer, wie tiefgründig ich auch das Gegenüber kennenlerne und wie tief es in einer Mutter Emotionen auslöst, Mutter, Vater. Aber dies speziell war jetzt bei einer Mutter, weil wir alle kommen und gehen mal und das ist einfach so. Und wenn du was verwirklichst, wo du deinen Kindern hinterlässt, du denkst ja nie darüber nach, aber dort hat sich so viel Emotion entwickelt und auch wie liebevoll und wie viel Liebe eigentlich in ein Bild integriert werden kann, das ist unglaublich, weil die Liebe von Eltern oder von jemand, der auch in einer Beziehung, in einer Freundschaft, wo auch immer das ist, wie tief die Liebe ist, das entdecke ich erst, seit ich die Codes der Menschen habe, weil in der Fassade hätte ich das nie mitbekommen. Und das rührt dich zutiefst und der eigene Wachstum, den ich auch gemacht habe, ist unglaublich mit Codes. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe dieses Magazin, das ist ein guter Freund von Red Carpet, der Direktor, der hat mir mal erzählt, du Lorena, ich habe einen guten Freund, der hat 8 Jahre für Versace designt und der ist jetzt in Palermo in der Accademia del Sergio und ich würde dir den gerne vorstellen. Da habe ich gedacht, wow, ich meine, kann ich mich nähren, wenn ein Designer so gut malen kann, ich habe ja keine Grundausbildung, gar nichts, können die Code mich weiterentwickeln? Dann habe ich ihm gesagt, du, wäre das möglich, dass wenn er kommt, mir einfach in der Leinwand seine Codes schreibt, das Bild bleibt mir, aber ich möchte einfach mich nähren von jemand, der designt, der das kann. Mal gucken, was passiert. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, mal doch noch was. Und das hat er auch dann gemacht. Diese hörende Sphinx, einfach mystische Alien, ich kann es nicht genau. Aber er hat das dann gemalt und am Anfang war ich ziemlich sauer mit dem Bild. Das geht gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und die Emotion, wo ich gefühlt habe und alles, plötzlich war ich verbunden mit den Codes, mit ihm. Ich habe ihm danach gewisse Sachen erzählt, wo ich gespürt habe, während ich das... Und er hat gesagt, wie kannst du das wissen? Wir kennen uns ja gar nicht. Und das war spannend und das hat auch dann Giuseppe gesagt. Er hat gesagt, hey, ich bin Testimonial, ich höre das und sie kann das ja von dir nicht wissen, gewisse Emotionen. Und ich bin dann... Irgendwann habe ich den Kopf abgeschaltet und naja, dann habe ich das reingeschrieben. Ich wollte es wunderschön perfekt machen, aber es ist irgendwie, mein Kopf konnte nicht das umsetzen in Kunst. Ja, ich gebe auf. Unity Source und ich habe Ariel geschrieben, weil er hat ja hier Ariel tätowiert, dann kann ich mal drüber. Und dann war er wieder hier und sagte, wow, dieses Bild ist fantastisch. Also, habe ich das Bild wieder mal angeschaut und gesagt, ja. Und dann habe ich gemerkt, ab und zu
darf es einfach auch mal so sein. Und einfach auch nicht perfekt. Und einfach auch Akzeptanz, wenn es jemand anders auch schön findet, dass es auch schön sein kann. Und dass man von sich selber so hohe Erwartungen hat und so viel auch geben möchte, was ich auch mit meinem Besten versuche. Aber die Codes führen, nicht ich. Also ich bin nicht Künstler, ich bin im Auftrag der Kunst. Es ist ganz klar. Ich meine, ich mag es sagen, ja, ich bin Künstler, das tönt auch cool, aber ich mache ja nicht nur Kunst im Leben, aber was ich ganz klar spüre, ich bin im Auftrag der Kunst. Sie führt mich, sie leitet mich, sie hat mir Freiheit gegeben, sie hat mich als Frau verwirklicht, sie hat mir Selbstbewusstsein geschenkt, sie hat mich, ich habe Kontakt zur Außenwelt. Sie macht das möglich. Sie macht es möglich, dass Leute mich suchen. Sie hat es möglich gemacht, dass sich mein Leben jeden Tag verändert. Und ich habe so viel gesucht im Dunkeln. Und sie war eigentlich immer hier, ich wusste es einfach nicht. Ich habe mir die Chance nicht gegeben, aber nicht mal gedacht. Aber sie hat ausgesucht. Und ich bin im Auftrag. Und das ist so, wie mehr ich ihr vertraue, das ist unlimited, das ist einfach. Und ich merke es eigentlich, so eine Leinwand von mir habe und denke, ja, wie malt man? Und ich schaue keine Tutorial, ich weiß wenig über Kunst, aber sie führt mich einfach unglaublich, so unglaubliche Menschen, unglaubliche Orte, unglaubliche Kunden und unglaubliche Emotionen, wenn ich male. Das ist, aber so gucke ich an und denke ich, habe ich das gemalt? Ja, das habe ich gemalt.